Hallo, liebe Kundinnen und liebe Kunden. Immer noch hat uns oder stellt uns Covid-19 vor große Herausforderungen in unserem alltäglichen Leben. Und diese Herausforderungen müssen wir natürlich auch irgendwie annehmen. Beim Mediacom beobachten wir seit dem ersten Tag der Krise die Auswirkungen auf das Mediennutzungsverhalten. Und ich glaube, das ist auch sehr nötig und wichtig, weil wir sehen tatsächlich sehr stark eine Veränderung in unserem Konsumentenverhalten. Diese Veränderungen müssen wir erkennen und gemeinsam, glaube ich, auch jetzt flexibel angehen und darauf reagieren. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bedeutung von Medien in Krisenzeiten sicherlich zunimmt. Man bekommt Informationen, die wir heute vielleicht so im sozialen Umfeld nicht mehr bekommen. Und das ist auch gut so. Um an Informationen gelangen, greifen wir zurück auf die Medien, die uns zur Verfügung stehen. Die für sie aufgesetzte Marktforschungsstudie von M-Science zeigt, dass fast 70% der Konsumenten gerade in den Nachrichten und Politik in den Medien konsumieren. Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis und wir haben sicherlich auch alle nichts anderes erwartet. Digitale Nachrichtenportale verzeichnen überdurchschnittliche Nutzungszahlen und werden immer größer. Selbst auf YouTube wird 11-mal mehr News-Content konsumiert, als es vor der Krise war. Über Unterhaltungsinhalte können wir uns auch in diesen Zeiten ein bisschen ablenken und auch vielleicht einmal in eine andere Welt abtauchen und Corona vielleicht für ein paar Stunden einfach mal vergessen oder verdrängen, was vergessen kann. Bei Sky zum Beispiel ist die Nachfrage nach Entertainment in der Krise um 40% gestiegen. 20% der Konsumenten nutzen mehr Streamingdienste als in der Krise. Je mehr Zeit wir zu Hause verbringen, desto mehr Ruhe haben wir, uns über Medien inspirieren zu lassen und Medien auch dementsprechend zu nutzen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich anders, als es vor der Krise war, wo wir ja immer sehr schnell, kurz und hektisch teilweise Medien konsumiert haben. Die Krise hat übrigens auch für kleine Überraschungen gesorgt. Aktuell schauen auch wieder viel mehr jüngere Menschen lineares TV und die Menschen wenden sich auch immer wieder den sogenannten Qualitätsmedien, also vor allen Dingen Print zu, weil sie für eine hohe Glaubwürdigkeit und Orientierung stehen. Und Vertrauen in Krisenzeiten ist sicherlich ein großer Erfolgsfaktor. Klar, in Zeiten einer Krise gibt es sicherlich auch Verlierer. Wir wissen alle, dass die Kinos geschlossen sind, sehr, sehr schade und sehr dramatisch ist. Und ja, dadurch, dass wir uns weniger im öffentlichen Raum bewegen und weniger unterwegs sind, hat auch das Medium Plakat sicherlich im Moment ein bisschen Schwierigkeiten und steht ein Stück weit unter Druck, verliert auch ein Stück weit Leistung. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier die Möglichkeiten, sicherlich durch sehr schlaue Ansätze, auch heute noch mit Plakat, sehr, sehr gut für Marken zu werben, denn wir alle müssen noch immer einkaufen gehen und bewegen uns auch zu Ärzten. So ganz ist unser Leben im öffentlichen Raum ja noch nicht eingeschränkt. In einigen Medien verschiebt sich allerdings sehr deutlich die Nutzung der Medien. Also vor allen Dingen, wenn wir hier mal Radio rausnehmen, haben wir in der Vergangenheit sehr häufig über die Peak-Zeiten, Primetime-Zeiten gesprochen, wenn Pendler auf dem Weg waren zur Arbeit. Diese Nutzung von Radio ist deutlich mehr geworden, aber auch hat sich mehr über den Tag verteilt, weil heute kann ich im Homeoffice auch eher mal Radio hören, mich mit Informationen versorgen. Und ganz ehrlich, im Homeoffice stört es ja auch keinen Kollegen. Von daher, das funktioniert sicherlich gut. Die großen Gewinner, glaube ich, sind klar TV und digitale Kanäle. Dort neben den klassischen News-Umfeldern, die sicherlich von sehr, sehr vielen Menschen aktuell in der Situation auch genutzt werden. Insbesondere aber auch Unterhaltungsformate, die uns Ablenkung schenken. 23% der Konsumenten geben an, jetzt noch stärker soziale Netzwerke zu konsumieren. Natürlich klar, dort kann ich mich mit Freunden austauschen, bekomme noch ein bisschen was mit. Werden auch viele Themen gezeigt. Und so sehen wir gerade auch, dass Facebook, Instagram oder auch YouTube tatsächlich sehr, sehr stark steigen und auch zu den Gewinnern in dieser Krise, was die Mediennutzung angeht, betreffen. Trendthemen natürlich neben den News sind unter anderem im Moment Fitness, viel Musik, aber auch tatsächlich Themen wie Kochen, Ernährung, Dekoration und Gartenarbeit, sicherlich auch dem guten Wetter ein Stück weit geschuldet. Wir glauben fest daran, dass das Unternehmen und Marken jetzt ein Stück weit umdenken müssen und darauf auch reagieren müssen und ihre Marketing sehr, sehr flexibel sein müssen. Wie geht man mit diesen neuen oder veränderten Konsum der Konsumenten um?
Mit den passenden Formaten in den geeigneten Kanälen bleiben Marken sicherlich auch in Krisenzeiten mehr als relevant. Daher müssen wir zusammen den Inhalt auf die Bedürfnisse der Menschen und die Mediennutzung und Funktion zuschneiden, den Kontext sicherlich sehr, sehr sorgfältig auswählen, für jede Marke einzeln und den Konsumenten in ihrer Situation auch einen Mehrwert zu bieten. Darauf gibt es sicherlich keine pauschale Antwort, aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, wer bereit ist, heute diese Möglichkeiten zu nutzen, kann sich sicherlich auch nachhaltiger positionieren und bleibt in den Köpfen der Konsumenten stecken oder haften und vielleicht auch ein Stück weit stabil in der Krise zu sein und nachher auch ein Stück weit gestärkt aus ihr wieder hervorzugehen. Mediacom hilft Ihnen gerne dabei. Mehr zu diesem geänderten Mediennutzenverhalten, über das ich gerade gesprochen habe, finden Sie per Download-Link in der angeführten Datei, die Sie sich gerne runterladen können. Und auch in den nächsten Tagen werden wir sicherlich sehr viele relevante Themen auf diesem Channel hochladen, in der großen Hoffnung, dass diese Inhalte Ihnen in Ihrem täglichen Leben helfen können und auch einige Fragen hoffentlich für die Zukunft beantwortet. Von daher vielen Dank für Ihre Zeit und vor allen Dingen bleiben Sie gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.